gratuliere dir zum Geburtstag und ich schenke dir dieses Geschenk. Hallo zusammen and welcome to lesson number 9 in the 30-part series German in 30 days. Now, this is a truly historical moment because in today's lesson we are going to be talking about the dative case. It's about time we did it. Guys, as you know, German has 4 cases in place and we've been dealing with the first 2 cases so far being the nominative case and the accusative case. And as the accusative case has its own particular declensions, I'm talking about that einen for masculine nouns in particular, you know what I'm saying, so does the dative case have its own particular and or peculiar declensions. And we can't do without the dative case any longer to get our point across in German. So, in today's lesson, ta-da! You will learn a lot about the dative case. Almost everything. But not everything, because it'd be too much, right? So, first of all, you will learn a number of verbs that are followed by the dative case, as does the verb gratulieren that I've used in the introduction to today's video. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Dir is used in the dative case here. Why? Well, because of gratulieren. After that, we will of course turn to the declensions in the dative case because it's immensely important for the word order in German. After that, I will teach you one question word that is used for persons in the dative case. And lastly, I will introduce you to a number of verbs, the so-called ditransitive verbs. English has some ditransitive verbs, and so I think it might ring a bell, right? So what happens here? Those verbs, they take 2 objects, an indirect object and a direct object. As in the example, ich schenke dir, indirect object, ein Geschenk, direct object. In today's text, Yuki is going to a concert. Listen carefully, read along and look out for any particular changes or anything that might appear new to you. We will clarify it during the lesson, alright? Yuki und Tobias, der Sohn von Familie Gebhardt, gehen heute Abend ins Konzert. Tobias holt Yuki von zu Hause ab. Yuki: Guten Abend, Tobias. Komm hier rein, ich bin gleich fertig. Guten Abend, Yuki. Oh, du siehst aber schick aus. Danke für das Kompliment. Dein Anzug gefällt mir auch sehr gut. Fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Lieber mit der U-Bahn. Die Haltestelle ist direkt gegenüber der Philharmonie. Also gut, gehen wir. Wem hören wir heute Abend eigentlich zu? Den Bamberger Symphonikern. Sie spielen die Wassermusik von Händel und das erste brandenburgische Konzert von Bach. Tobias und Yuki sind in der Philharmonie. Wollen wir die Mäntel an der Garderobe abgeben? Ja, das ist eine gute Idee. Wo sitzen wir denn eigentlich? Wir haben gute Plätze. Wir sitzen in der 2. Reihe in der Mitte direkt vor dem Orchester. Ich besorge noch schnell ein Programm nach dem Konzert. Wie findest du den Bamberger Symphoniker? Einfach super. Ein sehr gutes Orchester mit ausgezeichneten Solisten. Das finde ich auch. Wollen wir noch etwas trinken? Ich kenne ein nettes Weinlokal in der Nähe. Ja, gerne. Auf dem Weg zum Lokal sehen Sie einen Losverkäufer. Wollen wir ein Los kaufen? Ja, vielleicht haben wir Glück. Ich wohne schließlich bei Frau Glück. 2 Lose bitte. Yuki, du darfst wählen. Tobias gibt dem Losverkäufer 2 Euro. Zum Wohl, Yuki. Prost und vielen Dank für die Einladung zum Konzert. Based on some verbs that are followed by the accusative case, we know that verbs are powerful constructs, don't we? For example, in the sentence, my favorite, sorry for being repetitive, ich möchte einen Kaffee. It's the verb möchte that determines the case of the article, the indefinite article einen, right? Ich möchte einen Kaffee, einen, because of möchte. German also has some or many verbs that are followed by the dative case, such as
in the text, we've come across this example sentence. Yuki says, Dein Anzug gefällt mir. What's mir? Because the translation is, I like your suit, right? Dein Anzug gefällt mir. Let's break it down. Grammatically speaking, dein Anzug is the subject of the sentence, gefällt is the verb, and mir is the so-called dative complement. So mir gehört or belongs to gefallen. I'll give you another example with gefallen. So, du gefällst mir. I like you. Du gefällst mir. Another one would be, deine Schuhe gefallen mir. Deine Schuhe gefallen mir. I like your shoes. Right, let's learn a number of verbs that are followed by the dative case. Second one is antworten. Ich antworte dir heute Abend per E-Mail. Ich antworte dir heute Abend per E-Mail. Or when I'm being impatient and demand an answer right now, I say antworte mir. Antworte mir. Notice dir and mir, the dative complements. Next one is gratulieren. I've used it already. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Alles Gute. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Alles Gute. Notice dir. Next one is danken. Ich danke dir für das Geschenk. Ich danke dir für das Geschenk. Thank you so much for the present. Notice dir again. Next one is helfen. Ich helfe dir beim Umzug. Ich helfe dir beim Umzug. Another one is passen. Der Pulli passt dir sehr gut. Der Pulli passt dir sehr gut. Pulli is short for pullover. Right? Next one is zuhören. Right? Zuhören is listen carefully. So I could say to a child, hör mir bitte zu. Hör mir bitte genau zu. Hör mir genau zu. Ich habe etwas Wichtiges zu sagen. Notice mir. Then we've got zusagen, and zusagen is a verb that we've had already in the text or in the context with invitation, right? So, Frau Glück sagt, ich rufe sie an und sage zu. Now we can extend it by saying, sie ruft Frau Gebhardt an und sagt ihr zu. Notice ihr. Next one is zuschauen. Ich schau dir zu, wie du den Teig machst. Ich schau dir zu, wie du den Teig machst. Right? So I'm watching you to see how you're making the dough. Right? Notice dir. Next one is widersprechen. Der Sohn widerspricht dem Vater. Der Sohn widerspricht dem Vater. Or I can say, widersprich mir nicht. Widersprich mir nicht. So it's a verb with an inseparable prefix wieder. Right? It's different from wieder. Yeah? Notice Wiedersehen, auf Wiedersehen. This one is shorter. Ich widerspreche dir. Widersprich mir nicht. Okay? Let's make a smooth transition to the declensions in the dative case, because we have touched upon them a bit in the prior section already. And we have still a couple of slots to be filled. Okay, the
classical examples are der Mann, die Frau, das Kind, right? And what is happening in the nominative case? Das ist ein Mann, das ist eine Frau, das ist ein Kind, right? Are there any changes in the accusative case? Let's have a look. Ich sehe einen Mann, ich sehe eine Frau und ich sehe ein Kind, right? So apart from this einen in the accusative case, masculine nouns, nothing groundbreaking is going on. Are there any changes in the dative case? Yes, there are. Take a listen. Hallo, wo bist du? Ich bin im Kreisverwaltungsreferat und ich helfe einem Mann, seinen Antrag auszufüllen. Einem Mann. Hallo, wo bist du? Ich bin im Kreisverwaltungsreferat und ich helfe einer Frau, ihre Unterlagen auszufüllen. Einer Frau. Hallo, wo bist du? Ich bin beim Bäcker und ich helfe einem Kind, seine Brezen einzupacken. Einem Kind. Einem Mann. So we've got a similar pattern for masculine and neuter nouns in the dative case. That's very practical to memorize because we can retrieve it on the spur of the moment when we need it. Over to the plural. Nominative case. Das sind 5 Männer, das sind 10 Frauen, das sind 7 Kinder. Accusative case. Ich sehe 5 Männer, 10 Frauen und 7 Kinder. Stays the same. The dative case. Ich helfe 5 Männern, ich helfe 10 Frauen und ich helfe 7 Kindern. Have you noticed there is an additional N at the end of Männern and Kindern? And you know why? If a noun does not end in N, in the plural, in the dative, then it takes an N. Männer, Männern, Kinder, Kindern. Frauen does end in an N, doesn't it? Die Frauen. Ich sehe die Frauen, ich helfe den Frauen. Stays the same. Unless this noun ends in the plural, in the dative, in an S, as in den Autos. So, let's do one little exercise. Complete the following sentences by inserting the definite article in the dative. Nummer 1. Die Mutter gibt dem Baby Milch. That's right. Das Baby is a neuter noun and it takes this M declension at the end, right? Dem Baby. Nummer 2. Der Vater gibt, we've got Kindern in the plural, den Kindern, right? Schokolade. They've earned it. They've been behaving so well, right? Nummer 3. Yuki gibt der Gastgeberin, because Gastgeberin is a feminine noun, right? Gastgeber, male. Gastgeberin, female, right? Or feminine noun. So what does she give in her? Einen Blumenstrauß. Nummer 4. Der Sohn widerspricht dem Vater. Hatten wir schon. Nummer 5. Die Kinder widersprechen den Eltern in the plural. Nummer 6. Tobias und Yuki hören den Bamberger Symphonikern zu. We just need den to identify the dative case in the plural, right? Den. 7. Das Kind hört dem Großvater zu. Großvater is a male noun, right? And it takes the M declension as well as the neuter nouns too, like dem Baby, dem Vater, dem Großvater. Let's ask some questions now, shall we? Let me remind you
how we ask for persons in the nominative and in the accusative case first. Wer ist das? Das ist Yuki. Wer ist das? Das ist Yuki. Wen siehst du? Ich sehe Yuki. Wen siehst du? Ich sehe einen Mann. And now the dative case. Wem gefällt sein Anzug? Wem gefällt sein Anzug? Sein Anzug gefällt ihr. Or a direct quote, dein Anzug gefällt mir. Wem gefällt sein Anzug? Sein Anzug gefällt ihr. As you can see, the declensions for both the accusative case and the dative case are incorporated in the question words. Wen, einen, wem, deM. Let's learn some ditransitive verbs. Ditransitive verbs? We've had one example already. Ich schenke dir ein Geschenk. And so schenken is a ditransitive verb because it takes two objects. Dir in the dative case and ein Geschenk in the accusative case. And in the same order actually. The dative case always precedes the accusative case. Grammatically speaking, the dative case is the indirect object, and indirect objects always precede the direct objects which are in the accusative case. Okay, so ich schenke dir, indirect object, ein Geschenk, direct object. Ich schenke dir, dative case, ein Geschenk, accusative case. Anbieten, anbieten, separable verb. Herr Gebhardt bietet den Gästen einen Aperitif an. Den Gästen, dative case, einen Aperitif, accusative case. So, dative before accusative. Bringen, das Mädchen bringt der Großmutter einen Kuchen. Das Mädchen bringt der Großmutter einen Kuchen. So, der Großmutter, dative, einen Kuchen, accusative. Empfehlen. Die Lehrerin empfiehlt dem Kursteilnehmer ein Buch. Die Lehrerin empfiehlt dem Kursteilnehmer, dative, ein Buch, accusative. She recommends to a course participant a book. Right? Erklären. Die Lehrerin erklärt dem Schüler ein Wort. Die Lehrerin erklärt dem Schüler, dative, ein Wort, accusative. Erzählen. Der Opa erzählt den Kindern ein Märchen. Der Opa erzählt den Kindern ein Märchen. Okay? So he is telling to the children a fairy tale. Geben. Die Oma gibt den Kindern ein Eis. Die Oma gibt den Kindern ein Eis. Den Kindern, dativ, ein Eis, akkusativ. Sagen. Frau Gebhardt sagt den Gästen auf Wiedersehen. Frau Gebhardt sagt den Gästen auf Wiedersehen. Den Gästen, dativ, auf Wiedersehen, akkusativ. Schicken. Yuki schickt der Freundin eine Postkarte. Yuki schickt der Freundin, dativ, eine Postkarte, akkusativ. Wünschen. Der Lehrer wünscht den Schülern viel Glück. Der Lehrer wünscht den Schülern, dativ, plural, viel Glück, akkusativ. Zeigen. Die Verkäuferin zeigt der Dame die Hüte. Die Verkäuferin zeigt der Dame, dativ, die Hüte, akkusativ. Exercise time.
Put the articles in the dative and be careful with the endings of the nouns in the plural. Nummer 1. Tobias schenkt. So we've got Freundin in the brackets. Die Freundin. So it's got to be der Freundin einen Ring. Tobias schenkt der Freundin einen Ring. Nummer 2. Die Oma kauft den Kindern eine Brezel, because we've got Kinder in the plural already. Right? Nummer 3. Frau Glück bringt dem Gastgeber eine Flasche Wein. Dem Gastgeber, masculine noun. Right? 4. Der Postbeamte zeigt den Touristen Sondermarken. Der Postbeamte zeigt den Touristen, right? Sondermarken, plural. Nummer 5. Herr Gebhardt sagt den Gästen Guten Abend. Den Gästen. Nummer 6. Theresa empfiehlt dem Mann Weißwürste. Theresa empfiehlt dem Mann. Dativ, masculine nouns, right? 7. Opa erzählt den Kindern eine Geschichte. Den Kindern. Dativ, plural, right? Let's learn the dative prepositions. First of all, they are frequently used. Secondly, you can't avoid them. And thirdly, you need them to get your point across. Trust me. I am referring to lesson number 8, aka last week's video. And if you follow along, then you've already learned one of the important dative prepositions. I'm talking about fahr mit dem Auto, es regnet. Why is it dem Auto? Well, because of mit. So das Auto, neuter noun, becomes dem in the dative case because of mit is a dative preposition which always is followed by the dative case. Mit dem Auto. And in the text, Tobias asks, fahren wir mit der U-Bahn oder mit dem Bus? Well, die U-Bahn becomes der in the dative case and der Bus becomes dem in the dative case. It's the same for masculine and neuter nouns, right? Der Bus mit dem Bus. Das Auto mit dem Auto, right? The first preposition is done. Mit. Next one is aus, and good news as well, we've learned it already. Passively, so to speak. Kommt aus der Türkei. Die Türkei becomes der in the dative case because of aus, which is a dative preposition. Aus der Türkei. Or kommt aus der Schweiz. Or kommt aus dem Kongo. Sie kommt aus dem Iran. Kommt aus dem Irak, etc. etc. Bei. Yuki kauft Brezen beim Bäcker. First of all, beim is a blend, so take bei and dem blend well together and you'll get beim. Bei plus dem becomes beim. Okay, so only for masculine and neuter nouns. Bei plus dem, beim. Sie kauft Brezen bei dem Bäcker, or short, which is very common, beim Bäcker. Okay? Then we've got gegenüber. Tobias says, die Haltestelle ist gegenüber der Philharmonie. So, die Philharmonie becomes der in the dative case because of gegenüber. Next one is nach. Nach dem Konzert gehen Yuki und Tobias in ein Weinlokal. Nach dem Konzert. Das Konzert becomes dem in the dative case because of nach, which is a dative preposition. Nach dem Konzert. Seit is a very practical preposition when talking about how long you've been somewhere. Okay, so Peter ist seit einem Monat in Deutschland. Peter ist seit einem Monat in Deutschland. Okay, since 1 month or for 1 month. Okay, plus present perfect in English. Okay, so he's been in Germany for 1 month or since 1 month. I think he's been living in Germany for 1 month, right? Okay, seit einem Monat. Next one is von. Yuki bekommt ein Buch von wem?
von ihrer Oma. Sie bekommt ein Buch von ihrer Oma. So personal pronouns in the dative case is next week's topic. We are getting ahead of ourselves here a bit. Well, why not? Because you guys are so bright and you're making progress. I know. So, last one for today. Vielen Dank für die Einladung zum Konzert, sagt Yuki, right? Zum Konzert is another blend. Zu plus dem. We've got zum. Zu dem Konzert. Zum Konzert. Bei dem Bäcker. Beim Bäcker. Zu dem Konzert. Zum Konzert. Das Konzert so becomes dem in the dative case because of zu, which is a dative preposition. Zu dem Konzert. Zum Konzert. Exercise. The last exercise for today. Complete the sentences with a dative preposition and the correct article before the noun where necessary. Nummer 1. Yuki spricht, Kollege, plural, right? Mit den Kollegen. Mit den Kollegen. Nummer 2. Yuki wohnt bei Frau Glück. That's something we know, right? Nummer 3. Gail kommt aus den USA. We know it. Brilliant. Nummer 4. Jean-Luc ist seit einem Monat in Deutschland. We know it as well. Nummer 5. Nach dem Abendessen gehen alle nach Hause. Nach dem Abendessen. Nummer 6. Die Haltestelle ist gegenüber dem Rathaus. Nummer 7. Yuki und Tobias fahren mit der U-Bahn. Nummer 8. Yuki und Tobias gehen nach dem Konzert etwas trinken. Nach dem Konzert. Alright guys, that's all from me for today. I hope it's been helpful. If you have any questions, drop me a line in the comments down below. Ich wünsche euch alles Gute und ich schenke euch dieses Geschenk. By the way, if you're based in Munich, this wonderful cream is available at the Cosmetic Studio Link, where, as you know, I am making currently my videos. It's a beautiful place to be in. Love being here. I wish you joy, I wish you success, and I'll see you in next week's video. Lesson number 10. 10.